Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt schon wieder ein paar Neuigkeiten in SF Game. Zuallererst fangen wir an mit der Umfrage zu einer neuen Klasse. Der Pestdoktor ist zwar jetzt gerade erst erschienen, aber da die Entstehung so einer Klasse ja eine gewisse Zeit braucht, fangen sie jetzt halt eben schon an mit der Umfrage für die nächste Klasse, die dann Ende 2026 rauskommen soll. Ja? Eure Ideen für die neue Klasse, obwohl der Pestdoktor erst vor kurzem seine ersten Gift-Experimente auf die Welten von Shakes and Fidget loslassen durfte, sind wir gedanklich bereits bei der nächsten neuen Klasse, da die Entwicklung dieser ein komplexer Prozess ist. Nachdem wir euch letztes Mal 6 feststehende Konzepte für die Klassenabstimmung präsentiert haben, drehen wir den Spieß jetzt um. Für die neue Klasse, die Ende 26 das Licht der Welt erblicken soll, wollen wir direkt von euch wissen, was wünscht ihr euch wirklich? Nachfolgend wollen wir von euch über die grundlegende Fantasie der Klasse und ihren Kampfstil hören. Ja, los geht's. Und hier könnt ihr halt eben jetzt eurer Fantasie freien Lauf lassen. Bis zu maximal 1000 Zeichen habt ihr da Zeit, um eure Lieblingsklasse reinzuposten. Was habt ihr euch schon immer für eine Klasse in Shakes and Fidget gewünscht? Welche Fähigkeiten hat diese? Könnt ihr genau beschreiben. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand viele Klassen, die schon beim letzten Voting zur Verfügung standen, sehr interessant von dem, was die können und auch vom Thema her. Dass ich halt echt gerne von denen auch einen Wiederwollen sehen würde. Ich fand den Elemental Knight fand ich ganz geil. Oder hier diesen Elementar-Mönch oder was das gewesen ist, so. Ne? Den Knallkopf fand ich super vom Prinzip her. Den Trickster fand ich nicht schlecht. Bestienbändiger. Das waren alles gute Konzepte, muss ich sagen. Und aber vielleicht gibt es ja von euch da draußen auch irgendwie jemanden, der schon so sich seine perfekte Fantasieklasse im Kopf zusammengetüftelt hat und kann dies nun hier als Antwort zusammenfassen. Deswegen, falls ihr das machen solltet, würde mich auch sehr interessieren, was ihr euch wirklich dazu überlegt habt. Dann schreibt es mal sehr gerne in die Kommentare. Den Text, den ihr hier reinpostet als Antwort, einfach mal copy-pasten in die Kommentare rein, was ihr euch so als Klasse überlegt habt. Ob es einfach nur ein einzelnes Wort ist als, keine Ahnung, Klasse, Elemental Knight, oder ihr da einen längeren Text verfasst, wo ihr auch gleich die Fähigkeiten mit erklärt. Da sehr gerne mal in die Kommentare, damit würde mich mal echt interessieren. Ansonsten im Webshop gibt es auch wieder einen neuen Beitrag, und zwar haben wir hier nach der letzten Producer Note auch wieder schon einen neuen Beitrag, und zwar Zeit für die nächste Convention. Wir kommen zur MAG-C in Erfurt. Ja? Also hier nach der Polaris, nachdem das letzte Mal Shakes and Fidget auf der Polaris gewesen ist, kommen sie jetzt nun zur nächsten Convention. Nachdem wir auf der Polaris Convention so viel Spaß hatten, möchten wir direkt zum nächsten Event. Dieses Mal geht es zur MAG-C in Erfurt. Ein super Event für alle, die sich für Spiele, Manga und Anime interessieren. An unserem Stand in der Gaming Area wird es 3 Spielstationen geben. Ihr könnt sowohl Shakes and Fidget als auch Mobile Dungeon spielen. Wir freuen uns außerdem, Mo und Juni wieder an unserem Stand zu haben. Zusätzlich haben wir ein paar Goodies im Gepäck, die es als Belohnung fürs Spielen oder Downloaden der Apps gibt. Ist der Loot nicht der eigentliche Grund, Convention zu besuchen? Fragezeichen. Hier ein Überblick über die Eckdaten. Wo Messe Erfurt? Wann? Samstag, 31. Von 10 bis 19 Uhr. Und dann am Sonntag, der 1.2. von 10 bis 18 Uhr. Wo sind wir? Gaming Area. Wir freuen uns auf euch. Ja, also Erfurt ist auch ein bisschen weit erstmal von mir weg, muss ich sagen. Und zweitens, ist das auch ein Datum, wo ich sowieso arbeiten muss. Also von daher passt das bei mir nicht. Also ich bin hier auch nicht vor Ort. Ich denke mal, bei der nächsten Convention, wenn Shakes and Fidget was machen sollte, entweder ist die spontan irgendwo so weit bei mir in der Nähe, dass ich da mal spontan hinfahren kann und ich zufällig Zeit habe. Ansonsten, wenn Shakes and Fidget, und die haben das ja schon mehr oder weniger angekündigt, dieses Jahr nochmal auf der Polaris sein sollten, dann werde ich da dann auch vor Ort sein, beziehungsweise werde mir dann dort möglichst dann frei halten,
dass ich dort die Polaris dann auch besuchen kann und dementsprechend da auch auf dem Shakes and Fidget Stand bin. Also dadurch, dass ich es ja letztes Jahr nicht geschafft habe, zeittechnisch, weil ich halt genau an den Tag 30 geworden bin, fiel das natürlich dann für mich flach. Und ja, aber dieses Jahr würde ich schon ganz gerne dabei sein. Auch wenn es wieder auf meinen Geburtstag wahrscheinlich fällt. Also ich glaube, es ist wieder so der 12.10. oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist immer so irgendwie immer dieses Wochenende, wo Polaris immer stattgefunden hat, auch schon in der Vergangenheit. Aber ja, gut, it is what it is. Der 31. ist dann auch nicht so wild. Der 30. war halt eben der Geburtstag, der ein bisschen aussagekräftiger gewesen ist. Ja, obwohl der 31er auch, denke ich mal, für mich persönlich als S31 ehemals auch eine große Bewandtnis hat, die man jetzt nicht so unterschätzen darf. Ne? Also das nur mal hier dazu. Ne? Ursprungsserver hier, welt31.de. Ja, ja, das bin ich mal gespannt, wie es jetzt hier so weitergeht. Ne? Das, hier mit Fusion 9, S31. Mal gucken, mal gucken. Irgendwann, wenn die Doppelfusion kommt, boah, das müsste ja auf den neuen Servern eigentlich schon sein, ne? Da müsste ja der Ursprungsserver sein und der Ursprungsfusionsserver und vielleicht der Ursprungsserver. Stehen da zwei dann drauf? Oder ist das egal? Steht dann nur so das, was so, ja, wo man ursprünglich hergekommen ist. Wurde auf Welt 2 DK erstellt. Okay. Und dann hat man hier, na gut, also die Fusionsserver werden hier nicht aufgelistet, sondern wirklich nur die Originalwelt, von der man ursprünglich kommt und nicht noch die Zwischenfusion von 1 bis 5 jetzt in dem Falle zu Maven. Ja, ja, so sieht das Ganze aus. Hier auch mal interessant, waren wir auch schon lange nicht mehr, ne? Auf Maven. Jetzt haben wir bald den nächsten großen Fusionsserver und da werden wir definitiv auch mal wieder raufschauen. Sehr viele starke polnische Gilden, die dort zusammengetan werden. Ich glaube, tschechisch auch. Ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm, was genau alles. Das ist hier auch tatsächlich noch gar nicht aufgelistet, aber sollte jetzt ja auch bald als nächstes kommen. Das wurde ja zumindest für diesen Monat auch schon angekündigt, dass da die nächste große Fusion stattfindet. Ne? Also von daher, es bleibt spannend. Ne? Es bleibt spannend. Aber muss auch sein, dass die Server nochmals fusioniert werden, weil das merkt man schon auf den einzelnen Servern selbst auch, wenn die schon eine Fusion hinter sich haben, dass die einfach ja nicht mehr so extrem aktiv sind, gerade so die alten Server. Das sieht man auch zum Beispiel anhand des World Bosses, zum Beispiel Europa 20 dominiert deutlich mehr als zum Beispiel unser F9-Server hier, einfach weil dort mehr Spieler in Masse aktiv sind als die wenigen Spieler, die wir hier haben, aber dafür High-Level-Chars sind so. Da bringt dann eher Masse statt Klasse, sag ich mal was. Und deswegen steht zum Beispiel auch so ein Server wie EU20 extrem gut da beim World Boss im Vergleich zu so einem Server ja, wie diesen hier, weil halt einfach da deutlich mehr Leute drauf spielen hier auf dem Server. Ne? Ja, genau, so sieht es aus. Ich weiß gar nicht, mal gucken, wie viele Spieler sind hier jetzt eigentlich. Wir haben hier ja auch 107k, das ist tatsächlich durchschnittlich. Also ich hätte gedacht, EU20 hat noch mehr, aber hier sind halt sehr viele sehr starke Spieler, auch auf dem Server, deswegen ja, schneiden die wahrscheinlich auch beim World Boss sehr gut ab. Aber so 100k ist tatsächlich so ungefähr der Durchschnitt an den, ja, an den registrierten Accounts, die auf den neuen Servern so heutzutage ja, sich so halt registrieren, sage ich einfach mal. Ne? Also zum Beispiel, wenn man jetzt hier, warte mal, EU24 nimmt, da sind wir jetzt bei knapp 90k, das ist jetzt halt der neueste Server. Ne? EU23, der Server danach, da sind wir hier bei auch 101k, ne? EU22, da sind wir hier bei 78k, der hat ein bisschen underperformed, aber das waren jetzt auch so ein bisschen die Server nach EU20, 86, ne? Also so, wenn so 100k ein Server hittet, ist schon okay.
Aber auf EU20 hätte ich gedacht, okay, das sind nochmal ein paar mehr, weil es halt dieser Special Server ist. Trotzdem, glaube ich, momentan mit Abstand der aktivste Server, den wir haben in Shakes and Fidget EU20. Jo, genau. Aber das soll es erstmal auch soweit zum Video gewesen sein. Ihr seid wieder informiert über die neuesten Neuigkeiten rund um Shakes and Fidget. Ja, vielleicht ist ja auch der ein oder andere auf der MAXI. Habe ich bisher noch nicht von gehört von der Convention, aber ja, ist ja auf jeden Fall ganz nice, dass Shakes and Fidget dort auch am Start ist. Ne? Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.